Kaum eine Region auf Bali genießt so einen schlechten Ruf wie Kintamani. Inoffizielle Guides, die Touristen beim Batur-Vulkan Gewalt androhen, horrende Preise für kurze Bootsfahrten oder vermeintliche Straßenpolizisten, die willkürlich Eintrittspreise für nicht vorhandene Nationalparks verlangen. Uns haben im Vorfeld viele Horrorgeschichten aus Kintamani erreicht und wir dachten uns, okay, wir machen uns mal ein eigenes Bild. Und trotz eurer Vorwarnungen wurden wir überrascht. Herzlich willkommen zu einem zweiten, etwas unverhofften Video hier aus Bali. Wir hatten eigentlich geplant, nach Sulawesi, genauer gesagt zu Pulau Siau zu reisen, aber das Wetter hat uns einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist aktuell wirklich verrückt hier in Indonesien. Die Trockenzeit lässt sehr auf sich warten und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben auf Bali, weil erstens wurde unser Flug auch noch verschoben, das haben wir dann mal als Zeichen gesehen, und zweitens ist die Wettervorhersage im Gegensatz zu Sulawesi hier auf Bali etwas besser und sie hat sich bewahrheitet. Heute scheint die Sonne. Wir haben zum ersten Mal seit langem so einen richtig klaren Himmel, können hier auch den Batur-Vulkan sehen, weil wir sind hier in Kintamani im Nordosten von Indonesien, so ein bisschen eingepfercht am See in so einer Vulkancaldera. Das sieht richtig cool aus von den Landschaften her. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir so genau machen. Ich habe mir ein paar Spots auf Google Maps markiert. Ich würde sagen, wir schwingen uns auf den Roller und let's go. Wir haben hier einen kleinen Stopp eingelegt, wo man eine tolle Aussicht hat auf die Caldera. Und Caldera bedeutet, dass das hier ein Vulkankrater ist. Also ihr seht den Batur-Vulkan hier, 1700 Meter hoch. Das ist nur der Vulkankegel eines riesigen Vulkans, der hier vor 30.000 Jahren ausgebrochen ist. Und ihr seht auch so ein bisschen den Kraterrand und das, was wir gerade hier entlang gefahren sind, das ist 10 Kilometer im Umfang und war früher halt dieser riesige Vulkan, der bei seinem krassen Ausbruch dann diese Caldera geformt hat, wo jetzt halt der Batur drin ist, wo ein See drin ist und wo super viel Landwirtschaft betrieben wird, weil so vulkanischer Boden ist sehr nährstoffreich, deswegen können hier ganz viele Sachen angebaut werden und ja, einfach heftige Dimension, wenn man sich mal vorstellt, dass das alles mal früher, wo wir jetzt gerade lang gefahren sind, wo wir stehen, ein riesiger Vulkan war. Eben gerade haben wir einfach an der Straße gehalten für die Aussicht. Aber hier gibt es auch noch so einen richtigen Viewpoint, der kostet auch irgendwie 2 Euro Eintritt mit einem Getränk. Ja, aber er ist halt auch wirklich cool gemacht mit diesem Tor, ne? Dieses typisch balinesische Tor. Und perfekt platziert mit dem Blick auf den Batur. Da haben wir jetzt gesagt, zahlen wir mal die 2 Euro. Kaffee ist auch mit inklusive bei den 2 Euro. Und die Anlage hier ist mega schön. Also es gibt hier so verschiedene Viewpoints und Plattformen. Sehr schön angelegt und es ist halt niemand anders hier. Also Kintamani ist, glaube ich, abgesehen vom Batur-Vulkan selbst touristisch jetzt noch nicht so erschlossen im Vergleich zu anderen Orten hier auf Bali. Und den Batur, den besteigen aber ganz viele morgens zum Sonnenaufgang, weil es ist einer der am einfachsten zu besteigenden Vulkane. Das machen wir nicht. Wir haben eine andere Wanderung uns rausgesucht, dazu dann vielleicht morgen mehr. Und wir gucken mal, von hier sieht man es auch so ein bisschen, da sind so Lavafelder beim Batur-Vulkan. Ob wir da mit unserem Scooty vielleicht so ein bisschen drauf fahren können. Macht richtig Spaß hier rumzuklettern. Das ist so ein richtiger Erwachsenenspielplatz, oder? Ja, man hört auch im Hintergrund so Motocross und so Quad und so weiter. Ja. Also hier kann man sich richtig austoben. Richtig, richtig cool. Das macht mega Spaß. Und der Batur ist ein ruhender, aber aktiver Vulkan. Also man kann, wenn man drauf wandert, auch so seismische Aktivitäten beobachten, ein bisschen Dampf und man riecht es auch. Aber er ist in der Vergangenheit auch ausgebrochen. 1917 gab es einen verheerenden Ausbruch mit 1000 Todesopfern und der letzte Ausbruch war im Jahr 2000 und der wird sehr streng überwacht, dadurch, dass da natürlich auch sehr viele Leute immer drauf wandern. Also eine sehr coole Sache hier, das ganze Lavagestein. Und jetzt wird es mal Zeit, was zu essen. Heute gibt es kein indonesisches Essen, sondern thailändisch. Und es ist ultra lecker. Also ich habe Pad Thai und dein Curry, Veggie Curry, sieht auch sehr gut aus. Salamat makan, guten Appetit. Ich hatte kein Thailändisch. Egal. Ich kann leider, guten Appetit auf Thai kann ich leider nicht. So scharf. Das ist scharf, gell? Aber lecker. Also richtig geil, so cremig. Hier ist eher so die Fancy Area. Es gibt ein paar schicke Restaurants. Ist auch deutlich mehr los hier. Und eine Sache, die in Kintamani ein bisschen stört, das haben wir aber vorher gewusst, sind Fliegen. Warum auch immer sind in dieser Region relativ viele Fliegen. Die beißen nicht, die stechen nicht. Aber gerade beim Essen schwirren die halt die ganze Zeit um einen herum. Aber eine Sache, die wirklich nervt, sind Mücken und Mückenstiche. Egal ob auf Reisen oder auch in Deutschland. Aber wir haben was da schnell Abhilfe schafft. Nämlich hier diesen ganz kleinen Stichheiler. Der Hide, den haben wir mittlerweile seit 2-3 Jahren dabei. Der ist so
klein und handlich, den packen wir mal in unsere Bauchtasche oder zu Hause an den Schlüsselbund und man kann den dann, ohne dass er eine extra Batterie hat, einfach mit dem Handy verbinden und dann heizt er sich auf etwa 51 Grad auf und den kann man dann auf die betroffene Hautstelle legen und dadurch wird der Juckreiz gelindert. Und man kann in der App auch verschiedene Stufen auswählen, leicht, mittel oder auch wenn es eine empfindliche Hautstelle ist und es funktioniert unserer Erfahrung nach wirklich sehr gut. Und den Heated gibt es mit verschiedenen Anschlüssen. Wir nutzen hier, weil wir noch ein älteres iPhone haben, den Lightning-Adapter, aber für neuere iPhones, also neuer als das 14 oder auch Android-Phones gibt es den auch mit USB-C-Anschluss. Und wir haben auch einen Rabattcode für euch mit Beyond15 spart ihr bei eurer Bestellung vom Heated 15%. Den Link dazu, den findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. What's happening here? Ich weiß auch nicht genau, was hier los ist, aber es geht auf jeden Fall viel ab. Also ich weiß nicht, hier ist bestimmt eine besondere Zeremonie heute. Hier ist auch wie so ein Festival aufgebaut mit ganz vielen so Verkaufsständen und kleinen... Hüpfburg. Ja genau, so Hüpfburg, wie so eine Kirmes. Der Festzug hat sich jetzt aufgelöst. Viele Leute sind in die Tempelanlage hinter uns reingegangen und es war extrem faszinierend zu sehen. Ja, die Leute hatten so schöne Gewänder an und auch ganz viele Opfergaben mit dabei. Also zum Beispiel auch ein paar Lebende. In diesen Körben waren auch zum Teil Hühner und Enten und dann auch die Sachen, die auf dem Kopf getragen wurden mit Obst und so weiter. Also es sah krass aus. Ja, dazu hat es sich auch krass angehört, weil ganz viele Leute haben halt Instrumente gespielt und so, wie man sich so diesen typischen Bali-Sound so ein bisschen vorstellt, als sie da vorbeigelaufen sind. Das war sehr, sehr schön. Und hier soll auch eine schöne Tempelanlage sein im See. Schauen wir mal, ob wir jetzt hinkommen. Bisher ging es nicht, aber jetzt, wo es sich so aufgelöst hat, könnte der Weg frei sein. Und viele der Leute bringen ihre Opfergaben jetzt hier in den Tempel rein. Also nicht die Enten und Hühner, aber andere Dinge. Und wir wissen jetzt auch wieso. Genau, und zwar findet diese ganze Zeremonie statt, um den Mount Batur zu besänftigen. Also man bringt ihm Opfergaben und hofft dann, dass er ruhig bleibt, was er hier in den letzten Jahren auch geblieben ist, und eben nicht ausbricht und hier keine Menschenleben fordert. Und dafür kommen die ganzen Leute aus der Region hier einmal im Jahr zusammen und dann wird 4 Tage lang diese Zeremonie gefeiert. Wir haben uns ja im letzten Video viel mit dem Hinduismus auf Bali auseinandergesetzt. Falls euch das interessiert, checkt das mal hier oben aus. Und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Sollten euch mehr Videos aus Indonesien oder anderen Ländern der Welt interessieren, dann abonniert diesen Kanal. Und jetzt zeigen wir euch noch unsere Unterkunft und da haben wir was ganz, ganz Besonderes. Fühlt es sich ein bisschen dekadent an, einen eigenen Hot Tub zu haben? Ja, hatten wir auch noch nie. Aber das ist halt ultra cool, weil der auch von dem Vulkan quasi gespeist wird, ne? Deswegen ist es heiß. Ich muss reinkommen, es ist so kalt. Man unterschätzt doch, wie kalt es ist, wenn die Sonne weg ist. Wir sind ja hier doch fast ein bisschen in den Bergen. Sind wir jetzt nicht, aber zumindest etwas höher. Wir sind hier in Poya, Bali. Kostet 30 € pro Nacht inklusive Frühstück. Die Zimmer sind auch richtig schön. Und man hat einfach diesen privaten Hot Tub hier. Also, Das ist schon geil. das ist schon Kann geil. man sich schon mal gönnen. Wir müssen aber auch uns gut erholen, weil morgen haben wir eine Wanderung vor uns. Es geht nicht auf den Batur, wir haben uns was anderes rausgesucht. Wir hoffen, das Wetter hält und dann sind wir jetzt hoffentlich entspannt. Also wir sehen uns morgen wieder. Wie man schon am Schuhwerk erkennen konnte, machen wir heute nicht die geplante Wanderung, weil die bekannteste Wanderung ist ja hier auf den Batur.
aber wir haben im Vorfeld gelesen und gehört, dass dort ein Guide verpflichtend sein soll. Nicht offiziell, aber inoffiziell. Es gibt da sowas wie so eine, ja, man kann schon sagen, so ein bisschen mafiöse Strukturen. Und wenn man da auf eigene Faust hochwandern will, dann wird man da ja verbal oder auch teilweise physisch angegangen oder zumindest bedroht. Und ja, das haben wir nicht nur gelesen, das haben auch Leute von euch auf Instagram geschrieben. Deswegen wollen wir das gar nicht erst machen und hatten dann überlegt, ob wir hier drauf gehen, auf den Bukit Trujan. Das ist noch eine Wanderung, die bei Indonesiern bekannt ist, aber bei Ausländern noch nicht so sehr. Man hat von da eine tolle Aussicht, dauert so zwischen 4 und 6 Stunden, aber mich hat es heute Nacht irgendwie so ein bisschen erwischt, ein bisschen erkältet, ein bisschen krank. Wir sind hier gerade irgendwie 5 Minuten hochgelaufen und irgendwie geht schon meine Pumpe. Echt schade, dass wir die Wanderung nicht machen können. Aber wir haben noch eine Alternative für diejenigen, die vielleicht auch nicht 6 Stunden wandern wollen. Und zwar ist es hier ein Viewpoint, der heißt Munduk Gede. Von unserer Unterkunft waren es so 30 Minuten und dann muss man mit dem Roller so ein kleines Stück hochfahren und dann noch so 5 Minuten wandern und kommt dann hier raus. Natürlich ist man nicht so hoch wie auf dem Trujan, aber man hat eine ähnliche Perspektive, weil hier von der Seite der Caldera sieht man nämlich den Batursee und dann halt den Baltur-Vulkan von der anderen Seite. Also ist nochmal eine richtig coole Perspektive und was halt sehr cool ist, man sieht den Gunung Agung, also den zweithöchsten Vulkan hier auf Bali. Der hat sich jetzt so ein bisschen in den Wolken verhüllt, aber das ist natürlich auch ein krasses Panorama. Der Agung auf der Seite und der Batur auf der Seite. Und viele Leute machen das auch morgens zum Sonnenaufgang. Gerade auch nicht auf dem Batur oder auf dem Kraterrand hier generell gibt es super viele Viewpoints. Das sieht bestimmt auch sehr cool aus. Aber wenn ihr uns kennt, dann wisst ihr, wir sind nicht unbedingt so die Frühaufsteher. Und ja, wir haben aber zu Kintamani noch ein paar Worte zu verlieren, weil es gibt vielleicht 1, 2 Gründe, warum sich hier nicht so viele Touristen her verirren, die leider eher negativer Natur sind. Aber das Fazit, das machen wir in unserer Unterkunft. Wir haben uns ein paar Notizen gemacht hier über die Tage, haben auch einiges an Rückmeldungen von euch bekommen hier zu Kintamani. Und erstmal ist es ja grundsätzlich in Bali so, dass sich der Tourismus sehr, sehr stark auf den Süden fokussiert. Uluwatu, Ubud, Kuta, Seminyak, Canggu, so diese Hotspots. Ja. Aber es gibt auch abgesehen davon auch ein paar schönere, ruhigere Ecken auf Bali. Da werden dann immer genannt zum Beispiel Siedemen, da waren wir auch, das hat uns sehr gut gefallen. Ja. Oder Amed haben wir auch ganz oft als Rückmeldung bekommen. Munduk haben uns auch sehr viele Leute geschrieben. Permutaran heißt das, glaube ich. Oder auch grundsätzlich der Norden, beispielsweise Lovina oder auch Medevi. Das sind so die Spots, wo ich sagen würde, okay, das hört man oft, wenn man von dem untouristischeren, etwas ruhigeren Bali spricht. Und Kintamani tauchte ehrlicherweise gar nicht so sehr auf. Ja, und der Eindruck hat sich hier bestätigt, weil ich glaube, wir haben in den letzten 2 Tagen eine Handvoll anderer westlicher Touristen gesehen. Wenig. Es konzentriert sich hier sehr stark auf den Batur zum Sunrise-Tracking, da kommen viele hierher, aber so jetzt... Die übernachten dann halt nicht hier, genau. Ne? Die machen Touren von anderen Orten. Genau, ja. Und so im Daily Life, wenn man hier mit dem Roller durch die Caldera fährt, was übrigens super viel Spaß macht, haben wir eigentlich kaum andere Westler gesehen, was natürlich dazu beiträgt, dass man so das Gefühl hat, man hat so ein richtig cooles Bali-Erlebnis und auch bei der Zeremonie, da war kein einziger anderer Ausländer, ja, das war schon was ganz Besonderes, also dahingehend, ich will jetzt nicht Geheimtipp sagen, weil hier ist der Batur, den kennt glaube ich jeder, aber ist schon definitiv eine ruhigere Ecke hier noch auf Bali. Ein Grund, warum hier nicht so viele Touristen sind, könnte sein, dass es eben so einen schlechten Ruf hier hat. Horst hatte das ja vorhin schon erzählt, wie das ist hier mit dem Hike zum Mount Batur. Aber es ist wohl auch grundsätzlich so. Also es gibt zum Beispiel hier auch so Bootsfahrten über den See, die 20 Minuten dauern und ungefähr 40 € kosten. Also wirklich völlig utopische Preise. Und uns haben auch Leute geschrieben, dass sie hier irgendwie Eintritt für einen Nationalpark zahlen mussten. Ich glaube, dieser Nationalpark existiert eigentlich gar nicht. Das sind dann diese Lavafelder, durch die wir gestern zum Beispiel einfach kostenlos laufen konnten. Da wird man dann zum Teil wohl an der Straße abgefangen und dazu aufgefordert, was zu bezahlen. Also da haben wir wirklich viel Negatives gehört und gelesen, müssen aber sagen, unsere eigene Erfahrung deckt sich damit überhaupt nicht. Also hätte ich das nicht gehört, wäre es mir überhaupt nicht aufgefallen, ganz im Gegenteil. Alle Leute waren zu uns extrem nett und freundlich und fast alle Spots und Sachen, die wir gemacht haben, waren auch kostenlos. Ne? Also ja. Wir waren schon fast manchmal ein bisschen skeptisch gewesen, wenn dann Leute auf uns zukommen und so gefragt haben, wo wollt ihr denn hin? So auf der Straße einfach gefragt haben. Ja? Ist jetzt nicht unüblich in Indonesien, dass einfach mal jemand einen anquatscht und fragt, wo man hinlaufen will oder hinfährt mit dem Roller. Und dann waren wir schon so, wir fahren ja einfach nur so rum, haben das gar nicht gesagt und so. Und das hat sich halt nie bewahrheitet im Endeffekt. Ja. Wir haben jetzt gerade über den Viewpoint am Ende mit jemandem gesprochen, haben uns, glaube ich, vielleicht eine halbe Stunde mit dem unterhalten. Und der war super nett gewesen. Hier bei unserer Unterkunft, beim Rollerverleih, den haben wir hier geliehen, der wollte uns den kostenlos geben. Ja. Wir haben eh noch einen rumstehen, ihr müsst gar nichts bezahlen. Also wirklich das Gegenteil eigentlich. Ja, wir mussten dem noch aufschwatzen, dass wir wenigstens die Hälfte davon bezahlen, was immer noch sehr günstig ist. Und auch so im Daily Life waren die Leute alle nett gewesen. Wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, hatten wir einfach Glück gehabt? Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und vor allem auch wann. Ja. Oder hat vielleicht auch ein Umdenken stattgefunden, weil man natürlich so einen schlechten Ruf hat man dann einfach. Das haben uns ganz viele Leute von euch geschrieben. Ja. Ne? Und das hat man dann ja auch wahrscheinlich irgendwo zurecht. Ja. Und vielleicht versucht man hier jetzt dran zu arbeiten, weil die Region selbst ist sehr attraktiv, aber auch sehr arm.
Ja, also Kintamani gehört zu den ärmsten Regionen auf Bali, deswegen kann man es natürlich den Menschen natürlich auch nicht verübeln, dass sie was von diesem riesigen Kuchen, Tourismus auf Bali, was abhaben wollen. Aber es muss natürlich in einer Form geschehen, wo nicht Leute bedroht werden mit körperlicher Gewalt. Also das geht nirgendwo auf der Welt. Also da haben uns wirklich Leute echt schlimme Sachen geschickt. Also das ist ganz furchtbar. Vielleicht findet man jetzt irgendwie einen Weg, wo sowohl die einheimische Bevölkerung vom Tourismus profitiert, aber die Touristen sich auch irgendwie wohl und gut fühlen, weil das Potenzial hier ist wirklich groß und traumhaft schön. Die touristische Infrastruktur ist auf jeden Fall vorhanden. Also es gibt schöne Unterkünfte, es gibt gute Restaurants. Ich würde sagen, das Preisniveau ist vergleichbar mit anderen Regionen in Indonesien. Jetzt nicht mega günstig, aber auch nicht irgendwie teurer. Aber ich glaube, man braucht schon einen Roller, um einfach hier zu den einzelnen Orten zu kommen. Und was wir jetzt auch sehr angenehm fanden, ist das Wetter. Weil es ist nämlich einfach ein bisschen kühler hier. Also abends braucht man schon echt auch mal einen Pulli oder was. Vor allem auf dem Roller, ja. Ja, auf dem Roller auch mit dem Wind. Aber ja, wenn die Sonne scheint, ist tagsüber warm, abends etwas kühler, also ganz angenehm zum Schlafen. Und eine Sache wegen den Fliegen, ich hatte es ja gestern schon angesprochen, also heute war es ein bisschen mehr so, die schwirren manchmal um einen herum, gerade wenn man irgendwie beim Essen ist und so, aber es gibt auch so kleine Mini-Ventilatoren, die beim Essen daneben stellen, oder hier gibt es auch ein Fliegengitter, also man versucht sein Bestes, um das irgendwie in den Griff zu bekommen, ist vielleicht auch abhängig irgendwie von der Jahreszeit oder irgendwelchen anderen Gegebenheiten, war jetzt aber weniger schlimm als gedacht, aber die fliegen halt ein bisschen um einen herum, aber dadurch, dass sie nicht beißen und stechen, kein Problem, im Gegensatz zu Moskitos, deshalb nochmal der Reminder an dieser Stelle: mit dem Code BEYOND15 spart ihr 15% bei der Bestellung beim Heated. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Riesige Lavaklumpen, also wow, ist eigentlich ganz gut. Okay. Ulun, Donau. Das war auch bei dir. Okay, ich fahre gleich wirklich mit dem Roller, wenn ich filme. Also ich kann mich halt nicht festhalten. Ja, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Was machst du?